application bit. Lasst ihn selbst zur Anwendung kommen. It's okay not to jump to practical application right away. Es ist okay, wenn man nicht direkt in praktische Anwendung springt. Okay? So just be aware of that when you read. Seid euch dessen bewusst, wenn ihr Paulusbriefe lest. Alright. Alright. Any questions about Paul? Habt ihr Fragen zu Paulus? To the body of the letters, is it theology application and is it repeating, or is it one big part? Strictly one big part. Okay. Yeah. Es ist üblicherweise ein großer Theologieblock und ein großer Anwendungsblock. Yeah, most of them, there might be several therefores, but there's usually a very profound therefore, and you can pay attention, it gets very practical. Manchmal ist es nicht ganz so klar, gibt es verschiedene deshalb, aber manchmal gibt es eben wirklich diesen einen zentralen Punkt, wo es klar wird, deshalb, und dann kommt es zum praktischen Teil. A few of the letters, it's almost a bit of a transition where he's always got an application, but he's jumped back to a little bit of theology, application, then he finally gets his application. Transitions a little bit. Manchmal gibt es eben diese Übergangsphase, wo er schon ein bisschen Anwendung anfängt, dann nochmal was Theologisches nachschiebt und dann richtig zur Anwendung kommt. But generally speaking, he's very strong switch. Üblicherweise gibt es aber schon diese klare Aufteilung. Okay? Good? All right. So, to get into it, the first book, because I'm basically going to do an order of more or less of how it appears in Acts. The churches, how the churches appear in Acts. Ins erste Buch reinzukommen, wir folgen jetzt mehr oder weniger der Reihenfolge, wie die Gemeinden in der Apostelgeschichte auftauchen. That's a little tricky sometimes, we'll see how the week goes, but that's what I'll start off with. Fangen wir zum Beispiel mal so an, jetzt am Anfang der Woche. Alright, and so the first book we're going to get to is Galatians. Das erste Buch, zu dem wir damit kommen, ist der Galaterbrief. It is one of his earlier writings. Das ist eins von einer von Paulus früheren Briefen. I'll get to a little bit of dating. Might not be the earliest, but it was definitely his first church plant. Zur Datierung kommen wir noch. Kann auch sein, dass es nicht sein erster Brief war, aber es ist auf jeden Fall seine erste Gemeindegründung. Alright, so, but actually we're going to start looking, again, like as I said, looking at the events of planting these churches. Und wir schauen uns jetzt mal an, was so die Ereignisse waren, wo diese Gemeinden gegründet wurden. So let's go to Acts 13. Schlagen wir mal Apostelgeschichte 13 auf. We already, so it's basically this whole church planted in Galatia happens in Acts 13 and 14, the first journey. Also die Gemeindegründen in Galatien passiert in Apostelgeschichte 13 und 14 während der ersten Missionsreise. So I'll read all of that at this moment, but you can always, if you're studying Galatians, you can go read all of 13 and 14. Gives you a good, big, wide picture. Wir werden uns jetzt nicht das alles durchlesen, aber wenn ihr den Galaterbrief studiert, dann könnt ihr alles nochmal in Apostelgeschichte 13 und 14 nachlesen. But now, could we start with somebody reading Acts 13, verses 7 through 12? Könnte aber jemand jetzt Verse 7 bis 12 lesen in Apostelgeschichte 13. This is a little bit for Galatia, but I'll explain why. Das hat ein bisschen was mit Galatien zu tun und das erkläre ich dann auch noch. Ihr könnt auch auf Deutsch lesen. Dieser hatte sich dem Statthalter Sergius Paulus angeschlossen, einem sehr vernünftigen und klugen Mann. Der Statthalter lud Barnabas und Saulus ein, ihn zu besuchen, denn er wollte das Wort Gottes hören. Doch der Zauberer Elimas, so lautet der griechische Name von Bar-Jesus, stellte sich gegen sie und versuchte, den Statthalter vom Glauben an Jesus Christus abzuhalten. Saulus, der auch unter dem Namen Paulus bekannt war, sah dem Zauberer fest in die Augen und erfüllt vom Heiligen Geist sagte er: Du Sohn des Teufels, du steckst voller List und Bosheit und bist der Feind aller Gerechtigkeit. Wirst du denn nie aufhören, die geraden Wege des Herrn zu vertreten? Jetzt wird der Herr dich strafen und dich für eine Weile mit Blindheit schlagen. Im gleichen Augenblick kam eine tiefe Finsternis über den Zauberer und er begann umherzustolpern und jemanden zu suchen, der ihn an die Hand nahm und führte. Als der Statthalter sah, was geschehen war, glaubte er und staunte über die Lehre des Herrn. So, those who read English, just follow along. Habt ihr auf Englisch mitgelesen? Is that what you did? Okay, alright. Before I get too far into it, notice verse 9, at least this is a slightly different version, but it says, Saul, who was also called Paul. So there's your evidence that he always
kind of have these two names. Schaut mal da in Vers 9, da heißt es Paulus, der damals bereits unter dem Namen Paulus bekannt war. Da haben wir also einen Hinweis darauf, dass er schon zwei Namen hatte. Okay. All right, so this event maybe seems a little random when we're going to talk about Galatia, but it's actually very important. Und das scheint jetzt vielleicht ein bisschen zusammenhanglos. Was hat das mit Galatien zu tun? Aber es ist doch ziemlich wichtig. So it's Paul and Barnabas and John Mark are sent out from Antioch, which is from here, and they go over here, and they kind of work their way to here, which is Paphos. Paulus und Barnabas und Johannes Markus, die legen dort in Antiochia los und dann reisen sie auf die Insel und reisen dann über die Insel in eine Stadt namens Paphos. Alright, and so Barnabas is from Cyprus. Barnabas kommt aus Zypern, auch von dieser Insel. So when they sent them out, they're like, okay, I have connections here, let's go to the people I know in Cyprus. Als sie also ausgesandt werden, dann sagt Barnabas, ich kenne da Leute aus Zypern, lass uns erstmal durch Zypern reisen. Now we know John Mark had connections to North Africa. Wir wissen, dass Johannes Markus Verbindungen nach Nordafrika hatte. And he eventually ends up, from history, he eventually ends up in North Africa. Und aus der Kirchentradition wissen wir, dass er irgendwann dann in Nordafrika gedient hat. So at least one of the theories that scholars have is the plan was to, after Cyprus, go down to North Africa. Eine Theorie, die Bibelforscher haben, ist, dass der Plan war, nach Zypern, nach Nordafrika runterzureisen. But this event changes things. Aber dass dann ein Ereignis passiert ist, das zu einem Planwechsel geführt hat. They have this encounter with the proconsul Sergius Paulus. Sie treffen hier auf diesen Prokonsul namens Sergius Paulus. And with the magician and stuff, obviously the proconsul becomes very impressed with these guys. Und nach dem, was dann passierte hier mit diesem Zauberer, ist klar, dass der Prokonsul ziemlich beeindruckt war von diesem Typen. So the proconsul, his family name is Paulus. Der Statthalter heißt mit Familienname Paulus. And scholars know this family, Paulus, was a very wealthy and influential family from Antioch of Pisidia. Die Bibelforscher haben herausgefunden, dass diese Familie Paulus sehr einflussreich und wohlhabend war in Antiochia von Pisidien. Which is a bit more here. Die Stadt, die da in der Türkei liegt. So this is Antioch of Syria that sent him out. Also sie wurden losgeschickt aus Antiochia in Syrien. And this is Antioch of Pisidia. Und da oben liegt And Antiochia the in Pisidien. proconsul here is from an influential family there. Und der Prokonsul, der Statthalter, hier auf Zypern, ist von einer einflussreichen Familie da oben in der Türkei. And we'll talk a bit more about this week, but within the Greek world, there was philosophers and teachers that would travel around. Und etwas, was wir diese Woche noch ein bisschen mehr besprechen, ist, dass es in der griechischen Welt Philosophen gab und Lehrer, die herumgereist sind. And they'd often go teach somewhere, and then people would like them, and they would give them letters of recommendation. Und die haben dann wo gelehrt, und wenn die Leute das mochten, dann haben sie ihnen Empfehlungsschreiben mitgegeben. So when they go to the next town, they could say, hey, look, so-and-so recommended me. So it's kind of like going on internet and getting a review for a restaurant or something. People are recommending them. Also dann konnten sie in die nächste Stadt kommen und sagen, schaut mal, wir haben hier eine Empfehlung von so und so. So ein bisschen wie heutzutage, wenn man irgendwie eine Rezension im Internet über sich findet. And then the hope is people would say, okay, I want to listen to you, therefore pay you to listen. Die Hoffnung dabei bei diesen Lehrern war, dass dann jemand sagt, okay, ich möchte gerne zuhören und ich bezahle dich dafür. So just to say, that's a very kind of common thing. Also das war sehr üblich damals. So what some scholars believe is like the governor says, hey, I'll give you a letter, go tell my family up in Antioch, Pisidia. Und was da manche Bibelforscher sich gedacht haben, ist, dass vielleicht dieser Statthalter zu ihnen gesagt hat, ich gebe euch eine Empfehlung schreiben, ihr müsst unbedingt zu meiner Familie da in Pisidien gehen und denen davon erzählen. So the plan changes. Und dann ändert sich ihr Plan. Instead they go up here. Und stattdessen gehen sie da in die Türkei. Okay? And this was probably the root cause of the division of kind of John Mark leaving and all this stuff. Und das war dann wohl der Hauptgrund, warum Johannes Markus sie verlassen hat.
He wanted to go to his hometown, his people he knew. weil er vielleicht eher zu seinen Leuten in seine Heimatstadt reisen wollte, nach Nordafrika. But Paul says, sorry, we're going another way. Und Paulus sagte, sorry, aber ich glaube, wir sollten jetzt den anderen Weg nehmen. All right. So we're going to continue on. Still in Acts 13, starting verses 13 and 14. Wir sind immer noch in Apostelgeschichte 13. Wir machen jetzt weiter mit Versen 13 und 14. Somebody wants to read that? Kann jemand diese Verse lesen? Paulus und seine Begleiter verließen Paphos. Sie fuhren mit dem Schiff nach Pamphylien und legten in der Hafenstadt Perge an. Dort trennten sich Johannes Markus von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Barnabas und Paulus wanderten landeinwärts nach Antiochia in Pisidien. Am Sabbat gingen sie zur Versammlung in die Synagoge. Okay, so there's your evidence of events that just happened. So he's in the synagogue, and right here in this section, Paul gives this big long sermon. You can read that later, we won't take time. Also das sehen wir, was wir gerade beschrieben haben. Dann sind sie in der Synagoge und Paulus gibt eine lange Predigt und wenn wir uns nicht im Detail anschauen. Let's say wants to continue on now from verse 42 through 44. Kann jetzt jemand von Vers 42 bis 44 weiterlesen? As Paul and Barnabas left the synagogue that day, the people begged him to speak about these things again the next week. Many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, and the two men urged them to continue to rely on the grace of God. Okay, to 44. Yeah, 44. The following week, almost the entire city turned out to hear them preach the word of the Lord. Okay, so they're being very effective here, right? Das geht schon mal sehr effektiv los hier, ja. They're going, at this point, Paul, we probably talked about that last week, Paul's strategy, you first go into the synagogue, that's where he can relate, and he preaches there. Wie ihr wahrscheinlich schon letzte Woche besprochen habt, geht Paulus zunächst mal in die Synagoge, da wo er Beziehungen hat, wo die Leute dieselbe Grundlage haben. Dort fängt er an. Then often he'd get kicked out or something, but he'd wind up after that then preaching to the Gentiles. Oftmals wird er dann dort abgelehnt und rausgekickt und dann predigt er doch den Heiden. Okay. So what he's doing, I'm just going to read verse 45, slightly different version, but you can follow along. Ich lese Vers 45. But when the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and began to contradict what was spoken by Paul, reviling him. Die Juden wurden neidisch und wollten ihn widerlegen. Yeah? Okay. So this is very important to understanding Galatians. Das ist sehr wichtig, um Galater zu verstehen. Did you guys talk about the Jews, the proselytes, and the God-fearers last week? Wir haben letzte Woche über die Juden, die Proselyten und die Gottesfürchtigen gesprochen. Okay, so we'll get to this, but Paul's basically going to slowly interrupt that whole system. Paulus wird dieses ganze System jetzt langsam durcheinander bringen. And we'll talk about that in Galatians. Und das sehen wir im Galaterbrief. Because basically he's going to present a gospel that bypasses the whole Jewish aspect. Weil er ein Evangelium präsentiert, das den ganzen jüdischen Aspekt quasi links überholt. Because his gospel leaves no room for circumcision Weil in seinem Evangelium hat die Beschneidung keinen Platz mehr. and the law in general. Oder auch sonstige Gesetzesbestimmungen. So the Jews saw the crowds following him and teaching something that they didn't like, so they became very jealous. Die Juden haben gesehen, wie die Menge ihm nachgelaufen ist und wie er Dinge gesagt hat, die sie nicht mochten, also wurden sie sehr neidisch. So it says they began to contradict what was spoken by Paul. Deshalb heißt es, sie verleumdeten Paulus und versuchten, ihn zu widerlegen. That's very key to understanding Galatians. Das ist total wichtig, um den Galaterbrief zu verstehen. But we'll get back to that. Darauf kommen wir nochmal zu sprechen. Alright, so we read verses 46 through 52. Jetzt Verse 46 bis 52. Kann das jemand lesen?
When Paul and Barnabas spoke out boldly and declared, "It was necessary that we first preach the word of God to you Jews. But since you have rejected it and judged yourselves unworthy of eternal life, we will offer it to the Gentiles. For the Lord gave us this command when he said, I have made you a light to the Gentiles to bring salvation to the farthest corners of the earth." When the Gentiles heard this, they were very glad and thanked the Lord for his message. And all who were chosen for eternal life became believers. So the Lord's message spread throughout the region. Then the Jews stirred up the influential religious women and the leaders of the city, and they incited the mob against Paul and Barnabas and ran them out of the town. So they shook the dust from their feet as a sign of rejection and went to the town of Iconium. And the believers were filled with joy and faith. All right, thank you. So, just again, understanding these events that happen leads into Galatians. Also, this kind of continues on into chapter 14. Und diese Ereignisse helfen uns dabei zu verstehen, was wir dann im Galaterbrief sehen. Und das führt jetzt über ins 14. Kapitel. So I'm going to read 1 through 7. Ich möchte aber noch schnell mit euch 1 bis 7 lesen. The same thing happened in Iconium. Paul and Barnabas went to the Jewish synagogue and preached with such power that a great number of both Jews and Greeks became believers. Some of the Jews, however, spurned God's message and caused the rebellion of the Gentiles against Paul and Barnabas. Stayed there a long time, preaching boldly about the grace of the Lord, and the Lord proved their message was true by giving them power to do miraculous signs. But the people of the town were divided in their opinion about him. Some sided with the Jews and some with the apostles. Then a mob of Gentiles and Jews, along with their leaders, decided to attack and stone them. When the apostles learned of it, they fled to the region of Lycaonia, to the towns of Lystra and Derbe, in the surrounding area, and there they preached the good news. Okay, so that's the first missionary journey. And Paul plants all these churches in this area, and you see the tensions that are going on between Paul and the Jews. Okay, das war die erste Missionsreise. Paulus gründet Gemeinden in diesem Gebiet und man sieht schon, was für Spannungen da auftauchen zwischen Paulus und den Juden. So a great number of Jews and Greeks come to believe, and unbelieving Jews are the ones causing the trouble. Das heißt, dass viele Juden und Nichtjuden zum Glauben kamen und Juden, die nicht auf das Evangelium reagierten und zum Glauben kamen, haben für Ärger gesorgt. And so he goes all the way to Derbe, Er folgt dieser Reiseroute bis nach Pieratt and then all the way back. und reist dann wieder dieselbe Route zurück. And then they return to Antioch and report how the Gentiles were coming to faith. Und dann kehren sie nach Antiochien zurück und erzählen dort davon, wie Heiden zum Glauben kamen. And remember, at this point, the gospel has been still mostly a Jewish thing. Denkt daran, bis zu diesem Punkt war das Evangelium hauptsächlich eine jüdische Sache. And in the storyline of Acts, this is when, okay, the Gentiles are coming in and we got to address some issues with that. Und im Laufe von der Apostelgeschichte sehen die Jünger dann, okay, da kommen Heiden mit dazu und wir müssen irgendwie jetzt damit umgehen. And the big question in this part of Acts, which is the same question being addressed in Galatians, is do the Gentiles need to follow the Old Testament law? Und die große Frage hier an diesem Punkt in der Apostelgeschichte und das, was Paulus auch im Galaterbrief anspricht, ist, müssen Heiden auch das alttestamentliche Gesetz befolgen? And this is why you get this key event in Acts 15, the Jerusalem Council. Darum haben wir dieses Schlüsselereignis, das Treffen in Apostelgeschichte 15, das Jerusalemer Konzil genannt wird. And the big question is, do the Gentiles need to be circumcised or not? Und der Knackpunkt ist, müssen die Heiden auch beschnitten werden oder nicht? And I think the bigger idea is, do they need to follow the law or not? Aber um die Frage ein bisschen größer zu fassen, müssen sie aber gemeint das Gesetz befolgen oder nicht?
Sounds like they're having way more fun than we are. But all right, so let's jump to Acts 15. Also springen wir in Apostelgeschichte 15. Somebody read verses 10 through 11. We'll just pick it out so we can move quickly. Kann jemand Verse 10 und 11 lesen? Warum zweifelt ihr nun an Gottes Weg, indem ihr ihnen eine Last aufbürdet? Die werden wir noch unseren Vorfahren fragen konnten. Wir glauben, dass wir alle auf demselben Weg wie jene gerettet werden, nämlich durch die Gnade des Herrn Jesus. And then let's jump down to 19 and 20. Dann springen wir zu Versen 19 und 20. So my judgment is that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. Instead, we should write and tell them to abstain from eating food offered to idols, from sexual immorality, from eating the meat from strangled animals, and from consuming blood. Okay. So basically, to sum up, it was determined that the Jewish Christian leaders in Jerusalem, that the Gentiles did not need to follow most of the Old Testament law. Um es zusammenzufassen, die Leiter der Gemeinde in Jerusalem sind zum Schluss gekommen, dass die Heiden den Großteil des alttestamentlichen Gesetzes nicht befolgen mussten. That includes basically the circumcisions, the festivals, most of the dietary laws, that kind of stuff. Das beinhaltete die Beschneidung, die jüdischen Festen, ein Großteil der Essensbestimmung. And so they write a letter to these mixed Jewish-Gentile churches explaining this. Und deshalb schreiben sie einen Brief an diese gemischten jüdisch-heidnischen Gemeinden, um das zu erklären. So can somebody read verse 36? Kann jemand Vers 36 lesen? After some time, Paul said to Barnabas, "Let's go back and visit each city where we previously preached the word of the Lord, to see how the new believers are doing." And then pick up again at verse 40 and go to 16:6. Und dann nochmal von Vers 40 bis 16, Vers 6. Paul chose Silas, and as he left, the believers entrusted him to the Lord's gracious care. Then he traveled through Syria and Cilicia, strengthening the churches there. Paul went first to Derbe and then to Lystra, where there was a young disciple named Timothy. His mother was a Jewish believer, but his father was a Greek. Timothy was well thought of by the believers in Lystra and Iconium, so Paul wanted to join them on their journey. In deference to the Jews of the area, he arranged for Timothy to be circumcised before they left, for everyone knew that his father was a Greek. Then they went from town to town, instructing the believers to follow the decisions made by the apostles and elders in Jerusalem. So the churches were strengthened in their faith and grew larger every day. So Paul sets out on a second missionary journey, and this is to start with a discipleship journey to bring this word. Paulus legt also los auf seine zweite Missionsreise und das war hauptsächlich mit dem Fokus, Jüngerschaft auszuüben über die Gemeinden, die er während der ersten Reise gepflanzt hatte. Hey look, the leaders, the apostles in Jerusalem have decided this. Und ihnen die Botschaft überbringen, schaut mal, die Apostel, die Leiter in Jerusalem haben das entschieden. And as well as he wants to encourage these churches and disciples churches that he planted. Und er möchte die Leute dort ermutigen in diesen Gemeinden, die er gegründet hat. And it says the churches increased in numbers. Und das heißt, die Gemeinden wurden auch zahlenmäßig größer. You can think of it this way, what is the better sales pitch? Ihr könnt euch das mal so überlegen. Was ist eine Botschaft, die mehr Leute anziehen würde? Be circumcised, believe, and be saved. Lass dich beschneiden, glaube und werde gerettet. Or believe to be saved and don't be circumcised. Oder glaube, dass du gerettet wirst und du musst dich nicht beschneiden lassen. The message of the gospel just got a lot more attractive to the Gentiles. Die Botschaft des Evangeliums wurde plötzlich viel attraktiver für Heiden.
mention that later. Somebody told me about a rabbi, he's a Jewish rabbi, told a joke. Jemand hat mir mal einen Witz erzählt von einem jüdischen Rabbiner. It says Paul was the greatest salesman of all time. Der sagt, Paulus war der beste Verkäufer aller Zeit. Peter and the disciples are going out, still saying, be circumcised, and da 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 da. Petrus und die Jünger gingen raus und erzählten wohl noch, lasst euch beschneiden und so weiter. They're basically just following the Jewish traditions. Sie haben dieser jüdischen Tradition gefolgt. And then Paul comes along, Und dann kommt Paulus vorbei and he says, oh no, you don't have to be circumcised, just have Jesus. und er sagt, nee, ihr müsst euch nicht beschneiden lassen, nehmt einfach Jesus an. Paul's the better salesman. Und damit ist Paulus auf jeden Fall der effektivere Verkäufer. Alright? But not everybody accepted this view. Aber nicht jeder hat diese Meinung geteilt. The other Jewish teachers started traveling around to the churches teaching that you must be circumcised. Andere jüdische Lehrer sind herumgereist zu diesen selben Gemeinden und haben dort gelernt, dass sie sich beschneiden lassen müssen. And or following various other parts of the law. Und möglicherweise auch andere Teile des Gesetzes befolgen mussten. In addition to just believing in Christ. All das zusätzlich dazu, an Jesus zu glauben. And we saw there in Acts that the Jews were going contradicting Paul. Und wie wir schon in Apostelgeschichte früher gelesen haben, den Juden ging es darum, Paulus zu widersprechen. Or there might even be within the church some disagreement about this theology. Und es kann auch gut sein, dass es innerhalb von den Gemeinden Widersprüche gab, Meinungsverschiedenheiten gab über diese Theologie. But this whole issue of does the church need to follow the Old Testament law and what part does it play, is probably one of the biggest issues Paul has to deal with throughout all his letters. Aber dieses große Thema, müssen diese neuen Gemeinden dem alttestamentlichen Gesetz folgen oder welche Rolle spielt es in ihrem Leben? Das ist wohl eins der Hauptpunkte, mit denen Paulus während seiner ganzen Dienstzeit zu kämpfen hat. I think there's at least some little aspect of that somehow in almost every letter. Wir finden zum Beispiel einen kleinen Aspekt davon in praktisch jedem seiner Briefe. Then on the other side, which we'll talk about another day, is the old Greek paganistic philosophy and thinking that he has to deal with that as well. Auf der anderen Seite gab es dann auch die alte heidnische, griechische Denkweise, mit der Paulus auch kämpfen muss. But today we're going to mainly address the Jewish side of it. Aber heute geht es hauptsächlich um die jüdische Seite. And so Galatia was one of the main areas attacked with this false teaching of adding circumcision to the gospel. Galatien war jetzt eines der frühesten und der hauptsächlich betroffenen Gebiete, wo diese falsche Lehre verbreitet wurde, dass man zusätzlich zum Evangelium noch die Beschneidung brauchte. And it appears the churches in Galatia had turned from Paul's and the elders' teachings to follow these other false Jewish teachers. Es scheint, dass Gemeinden in Galatien sich abgewandt haben von dem, was Paulus und die anderen Ältesten unterrichtet haben und diesen anderen jüdischen Lehrern nachgelaufen sind. So Paul writes a letter to the churches in this region to address this issue. Also schreibt Paulus einen Brief an die Gemeinden in dieser Region, um dieses Thema anzugehen. And this is where we get the letter of Galatians from. Und das ist, wo wir den Brief an die Galater bekommen. Okay, that was a long background story. So questions? Maybe a silly question, but when you say like Galatia, we're talking about all those places that you just... Yes, I'm going to talk a little bit about that more in just a minute. But that's fine. Yes, that's a good question. Vielleicht noch ein bisschen mehr. So, like you said, that Peter and the other apostles were teaching that They were kind of wavering. We'll get a little bit more into that. They are Jews. That's what they know. They are circumcised. And so they didn't maybe quite understand. And we'll see a little bit later, Peter, agreed that they're going to be circumcised, but then he was eating with Gentiles and then not eating Gentiles. And so, yeah. So I don't know. We don't know exactly if they taught, yes, you should be circumcised or not. But again, that's where they are coming from. Petrus und die anderen jüdischen Jünger die sind ein bisschen hin und her geschwankt. Wir wissen nicht genau, was sie tatsächlich unterrichtet haben, aber sie waren ja selbst Juden und das ist das, wie sie den Glauben kannten. Und bei Petrus sehen wir dann, dass er mal mit Heiden gegessen hat und mal dann wieder sich
entschieden habe, nicht mehr mit Heiden zu essen, außer es ist so ein bisschen hin und her geschwankt. That's again, also, when you see circumcision, maybe a way you can look at it is, it's kind of a word for the law.